Willkommen Leute zu meinem ersten Grow-Video auf YouTube. Ich bin Straight Soil und in diesem Projekt dokumentiere ich den kompletten Wachstumsprozess meiner Pflanze, von der Keimung bis zur Ernte. Ich zeige dir, welche Schritte ich in den verschiedenen Entwicklungsphasen durchgeführt habe und wie sich diese auf den Verlauf ausgewirkt haben. Der Fokus liegt darauf, den gesamten Prozess transparent und nachvollziehbar darzustellen. Ich bin mir sicher, dir wird meine Doku gefallen. Wie viel am Ende tatsächlich zusammengekommen ist, erfährst du ganz am Ende des Videos. Bleib doch gern dran, es wird sich lohnen. Und jetzt viel Spaß und genieß die Show. Bevor ich einen Grow starte, muss ich erstmal wissen, wo es mir lieber ist. Indoor oder Outdoor. Da wir uns gerade mitten in den kalten Wintermonaten befinden, macht es für mich keinen Sinn, Outdoor zu growen. Auch wenn Cannabis ziemlich robust ist, sind Temperaturen unter 15 Grad einfach zu kalt. Die Pflanze kann aufhören zu wachsen und schlimmstenfalls absterben. Cannabis braucht es in allen Wachstumsphasen tagsüber zwischen 20 und 28 Grad und nachts nicht kälter als 18 Grad. Deshalb habe ich mir extra für diesen Run ein kleines Zelt geholt, das ich mir in meinen 4 warmen Wänden aufstellen kann. Mir war die Marke nicht wichtig. Es gibt zwar mehrere Zelte in dieser Größe, jedoch hat mir das von Spider Farmer vom Design her am meisten gefallen. Vor allem die Fenster an den Seiten. Diese sind zwar etwas mühsam wieder zum Zumachen, aber man gewöhnt sich daran. Was für mich auch neu war, war die Hauptöffnung, die man aufrollen konnte. Für ein Zelt mit der Größe 60 x 60 und 80 cm Höhe war das noch in Ordnung. Bei größeren Zelten würde mich solch eine Öffnung stören, da man sich immer nach unten beugen und die Tür bis nach ganz oben aufrollen müsste. Mein kleines Zelt habe ich auf eine für mich passende Erhöhung gestellt, um mir Rückenschmerzen zu ersparen. Passend zum Zelt wurde noch die Spider Farmer SF1000 LED besorgt, um für ausreichend Lichtstärke in allen Ecken zu sorgen. Mir gefällt vor allem der Regler, der die Lichtstärke flawless von 0 auf 100 aufdrehen kann. Somit kann ich die Lichtstärke punktgenau einstellen und die Höhe muss nicht verstellt werden. Es gab auch noch ein Steuerkabel dazu, welches man an ein externes Steuergerät anschließen kann, was ich in meinem Fall aber nicht benötige. Genauso wenig wie die Aufhänger, da ich die LED auch ohne ganz oben befestigen werde. Ich habe mich für diesen Grow für die Lemon Cherry Cookies von Fastbuds entschieden. Diese habe ich aus meinem Local Head Shop. Ich bedanke mich hiermit bei den Verkäufern für die kompetente und freundliche Beratung. Ich kann jedem nur ans Herz legen, seine Samen und sein Equipment, wenn möglich, direkt beim Head Shop seiner Nähe zu kaufen. Es ist nämlich nicht nur die Beratung, die auf Wissen und Erfahrung beruht, sondern auch die Unterstützung der Cannabis-Community. Viele Leute merken erst, wie wertvoll ein guter Head Shop ist, wenn er plötzlich weg ist. Außerdem sind die Produkte direkt vor Ort und meistens sogar günstiger als im Netz. Es gibt viele Methoden, Samen zum Keimen zu bringen. Meiner Erfahrung nach hat sich das Einlegen in einem befeuchteten Küchenpapier, welches luftdicht verpackt wird, am besten bewährt. Der Samen hat genug Wasser zum Keimen, ist von Umwelteinflüssen geschützt und man kann jederzeit nachschauen, wie weit die Keimung ist. Da es sich um einen Automatic-Samen handelt, hätte man ihn auch direkt in die Erde legen können. Ich möchte aber immer vorher wissen, ob er gekeimt ist. Für ein gesundes Wachstum ist eine gute Erde, die richtige Düngerwahl sowie auch die Menge entscheidend. Ich habe mich für die Bio-bis All-Mix-Erde entschieden, da sie eine gute Mischung an Perliten, die für bessere Belüftung und Torf, welches die Bodenstruktur verbessert, enthält. Die Lemon Cherry Cookies bekommt einen 14 Liter Plastiktopf, sodass ihre Wurzeln genug Platz haben werden. Da das direkt der Endtopf sein wird, mache ich es mir einfach und gebe von vornherein auch etwas vom Fledermaus-Guano hinzu. Dieser hat einen hohen Phosphor- und Kaliumgehalt, welcher in der Blütephase benötigt wird. Und da diese Nährstoffe sich nur langsam freisetzen und die Wachstumsphase bei diesem Strain sehr kurz ist, verursache ich dadurch keine Überdüngung. Um das Bodenleben noch ein Stück weit zu verbessern und aktivieren, gebe ich etwas Mikroorganismen und Wurmhumus dazu. Nach gerade mal 24 Stunden im Küchentuch habe ich bereits die Keimung gesehen. Der Samen braucht für den Anfang nur wenig Wasser. Vor allem in einem großen Topf kann schnell übergossen werden, da sich die Wurzeln erst verbreiten müssen. 100 ml sind vollkommen ausreichend. Damit die Erde an der Oberfläche nicht austrocknet und die trockene Luft dem Sämling nicht schaden kann, wird vorerst ein Glas draufgestellt. Man kann auch spezielle Kuppeln aus Plastik benutzen, welche ich momentan aber nicht da habe. Um die richtige Lichtstärke einzustellen, benutze ich eine App auf dem Handy, welche mit den richtigen Einstellungen und dem dazugehörigen Diffuser dem realen Wert laut eigenen Angaben bis zu 10% abweichen kann.
Dies ist für meine Bedürfnisse völlig in Ordnung, denn lieber gebe ich immer etwas zu wenig Licht, als die Pflanze zu stressen. Gemessen wird immer in Mikromol pro Quadratmeter pro Sekunde, also ppfd, was so viel heißt wie Photonen, die pro Sekunde auf 1 Quadratmeter Pflanzenoberfläche treffen. Keimlinge benötigen direkt zu Beginn einen Wert zwischen 100 und 300 ppfd. In meinem Fall stelle ich die LED auf ungefähr 150 ppfd ein. Kurze Info: Diesen Grow habe ich nicht vor, in mehrere Videos aufzuteilen. Ich weiß nämlich, dass ich es als Zuschauer viel unterhaltsamer finde, wenn doch der komplette Run in einem Video gezeigt wird. Damit meine ich wirklich vom Anfang bis zur Ernte und natürlich dem Ergebnis. Ich werde mir Mühe geben, mich daran zu halten, weshalb solche Videos dementsprechend länger werden können. Wie dem auch sei, jetzt habe ich so viel geredet, starten wir endlich bei Tag 1 der Wachstumsphase. Es sind inzwischen 4 Tage vergangen und es wird Zeit für ein weiteres Gießen. Das Glas habe ich schon nach dem zweiten Tag abgenommen und im Gegenzug die Erde befeuchtet, damit die relative Luftfeuchtigkeit über 70% bleibt. Somit gebe ich der Erde keine Chance, hydrophob zu werden. Das wäre im organischen Grow ziemlich schlecht, da die Pflanze keine Nährstoffe mehr aus der Erde aufnehmen könnte. Mit Hilfe eines Steuergerätes bläst es die Luft automatisch raus, sobald es eine relative Luftfeuchtigkeit von 75% erreicht hat. Somit spare ich mir erstmal das Einsetzen eines Luftbefeuchters. Damit die Erde feucht bleibt, musste ich sie bisher jeden Tag mindestens einmal abspritzen. Ein bisschen mühsam, aber es war noch in Ordnung. Das Gießwasser hat einen pH-Wert von 6,0 bis 6,2. Diesen behalte ich auch den ganzen Grow über, da er meiner Meinung nach ein optimaler Wert für alle Wachstumsphasen ist. Der optimale pH-Bereich bei Cannabis variiert je nach Anbaumedium. Man kann aber sagen, dass ein Wert zwischen pH 6 und 7 eingehalten werden soll. Andernfalls drohen Nährstoffblockaden oder sogar Wachstumsstopp. Der Start ist bisher gut verlaufen. Ich habe mir lange überlegt, wie ich in so einem kleinen Zelt überhaupt für Umluft sorgen soll. Da ich so viel Platz wie möglich für die Pflanze lassen wollte, habe ich einen Ventilator oben in die Ecke platziert. Dadurch kühlt er die LED und sorgt gleichzeitig für Umluft. Um die Gießmenge besser zu steuern, benutze ich ein stromloses Feuchtigkeitsmessgerät für die Erde. Dieser stößt jedoch an seine Grenzen, worauf ich später nochmal eingehen werde. Die Temperaturen blieben bislang bei stabilen 25 Grad tagsüber und 20 Grad nachts. Die LED bleibt jeden Tag mit Hilfe einer Zeitschaltuhr für 18 Stunden an und 6 Stunden aus. Mittlerweile sind wir bei Tag 10 der Wachstumsphase. Die Lemon Cherry hat bisher nochmal 600 ml Wasser auf 2 Tage aufgeteilt bekommen. Dass sie ein bisschen gespargelt hat, war für mich kein Problem, da ich sowieso noch vorhatte, die Erde mit Wurmhumus und Fledermausguano aufzufüllen. Damit sich die Wurzeln schneller nach unten zu den Nährstoffen vermehren, hatte ich auch etwas in den Untersetzer gegossen. Sie ist nun bereit für das erste Low-Stress-Training, dafür biege ich sie mit Hilfe eines weichen Gartendrahtes nach unten. Vier Tage später legte ich präventiv eine Packung Raubmilben sowie einen Gelbsticker dazu. Auch wenn gute Hygiene im Grow-Zelt immer eingehalten wird, können sich Spinnmilben und Tripse heimlich vermehren und der Pflanze schaden. Von einer Kontamination von der Zuluft, einem unhygienischen Growroom oder einem selbst, gerade wenn man von draußen nach Hause kommt, ohne sich umzuziehen oder sich die Hände zu waschen, ist fast nicht auszuschließen. Das erste größere Gießen steht an. Die Lemon Cherry Cookies bekommt nun 1 Liter Wasser mit etwas Kalmak. Ich habe noch keine Trauermücken entdeckt, dennoch gebe ich etwas Nematoden dazu, um einen Befall zu minimieren. Der pH-Wert wird mit einem Wasseranalysetest für Aquarien eingestellt. Dieser ist preisgünstig und man muss im Gegensatz zu teuren pH-Wert-Messgeräten nichts kalibrieren oder reinigen. Die LED wurde schrittweise mittlerweile auf 60 Watt gestellt, was bei einem Abstand von 40 cm einem ppfd von 350 entspricht. Die Erde wurde immer wieder befeuchtet, um zu starke Austrocknung zu vermeiden. Ich habe auch ein Fächerblatt, das die unteren Nodien verdeckt, abgenommen. Somit bekommt die Pflanze gleichmäßiger Licht aufgenommen. Wir
Wir sind nun bei Blütetag 1 angekommen. Ich weiß, kaum zu glauben, aber anhand meiner Aufnahmen und Berechnungen war die Vegetation gerade mal 19 Tage lang, was für mich eher zu kurz ist. Bei Automatics ist das aber noch im Normalbereich, da sie dazu gezüchtet werden, schnell zum Ergebnis zu kommen. Es gibt verschiedene Methoden, um den Beginn der Blütephase bei Cannabis eindeutig festzustellen. Um den Blütezeitangaben der Samenhändler entgegenzukommen, starte ich die Zählung der Blütetage bei Automatics erfahrungsgemäß ab den ersten sichtbaren Pistillen. Das sind die weißen Härchen an den Seitentrieben. Der Stretch hat begonnen und es wird Zeit, die Triebe wieder etwas herunterzubinden. Was für manche zu extrem aussieht, ist für mich schon völlig normal. Solange ich die Triebe nicht beschädige, wächst die Pflanze im normalen Tempo weiter, wieder Richtung Licht. Die Pflanze sieht momentan sehr gesund aus und hat einen kräftigen Wuchs. Nun wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 60% eingehalten, bis sich die ersten Blütenansätze bilden. Mit den Temperaturen hatte ich bisher keine Probleme. Sie sind immer tagsüber bis 26 Grad und nachts nicht unter 19 Grad gekommen. Die ersten Blütenansätze sind nun deutlich sichtbar. Die Lemon Cherry hat seit dem Blütebeginn gut was an Größe zugelegt. Irgendwie habe ich aber immer das Gefühl, dass desto weniger Vegetationstage Cannabis hatte, der Stretch in der Blüte umso heftiger ist. Ich denke, das ist eine natürliche Reaktion der Pflanze, da sie versucht, einen Ausgleich zu finden. Lasst mich doch gerne in den Kommentaren wissen, ob euch sowas auch schon mal aufgefallen ist. Ich werde auch weiterhin LST anwenden, bis der Stretch vorbei ist. Das ist auch erstmal ausreichend, da ich den Lichtzyklus von 18,6 auf 20,4 gestellt habe. Mit diesen 2 Stunden mehr Licht am Tag könnten die Blüten etwas dichter werden und somit vielleicht auch den Ertrag erhöhen. Es ist jedoch Vorsicht mit der Lichtintensität geboten. Lichtstress oder sogar Verbrennungen bewirken genau das Gegenteil von dem, was man sich durch mehr Licht erhofft. Gerade bei Automatics sollte man jeden Stress vermeiden. Deshalb bleibe ich bei 20,4, ein Sweet Spot zwischen mehr Licht und genug Erholungszeit. Ja, vielleicht ist es ein paar von euch schon aufgefallen. Es hat sich was an der Qualität der Aufnahmen verändert. Ich war mal so gnädig und habe mich selbst beschenkt. Ich lege jeden Wert darauf, meinen Content so unterhaltsam, qualitativ hochwertig und informativ zu gestalten, wie ich nur kann. Ich stehe noch ganz am Anfang und lerne jeden Tag etwas dazu. Deshalb bitte ich euch, eure Meinungen in die Kommentare zu schreiben. Ich werde mir so gut es geht jeden durchlesen. Es ist zwar mein Kanal, aber die Gestaltung kommt zum Großteil aus der Community. Ich bin wirklich gespannt, in welche Richtung wir uns noch bewegen werden. Wir beenden die zweite Blütewoche mit 1 Liter pH-reguliertem Wasser und einer Prise Mycorrhiza-Pilze. Diese gebe ich jetzt erst, so wie auch in den letzten 2 Wochen, mit ins Gießwasser, da mir aufgefallen ist, dass ich sie von vornherein vergessen hatte, mit in die Erde zu mischen. Die Lemon Cherry hat sich trotzdem sehr gut entwickelt. Sie ist zwar für mein Empfinden sehr klein und kompakt, was aber in Anbetracht der Größe des Zeltes absolut ausreichend ist. Ein bisschen was an Blattmasse wird ebenfalls abgenommen, immer etwas weniger als zu viel. Die Lemon Cherry kann jetzt auch etwas mehr Licht vertragen. Ein ppfd von ungefähr 700 reicht erstmal aus. Die Blattspitzen sind ein kleines bisschen angetrocknet, was aber eher am Nährstoffhaushalt liegen kann, da die LED nie zu stark eingestellt war. Was mir eher Sorgen bereitet, sind die braunen, nekrotischen Flecken auf ein paar der Fächerblätter. Diese haben sich langsam aber stetig erweitert und da ich nicht will, dass es sich verschlimmert und schlimmstenfalls in die Blüten wandert, muss ich es irgendwie behandeln. Ich habe nach einiger Recherche herausgefunden, dass es Magnesiummangel sein könnte. Denn das Blatt ist an sich gesund, die Flecken werden zuerst hell und tauchen zwischen den Blattadern auf, verbreiten sich nur langsam und es gibt keine verbrannten Spitzen. Ich habe eine passende Menge Bittersalz mit Wasser in einer Spritzflasche vermischt und die betroffenen Blätter besprüht. Im Gegensatz zum Gießen hat diese Methode eine sofortige Wirkung.
Das Bodenleben muss im organischen Indoor-Anbau immer gepflegt werden. Ein frischer Aufguss vom Komposttee ist dabei die einfachste Lösung. Dieser gibt neue und gesättigte Mikroorganismen in die Erde ab, welche organisches, abgestorbenes Material zersetzen und somit Nährstoffe freisetzen. Die Pflanze füttert Mikroben mit Zucker und Mikroben liefern davon Nährstoffe. Eine echte Symbiose. In den Tee kommt etwas Wurmhumus, welcher bereits Nährstoffe und Mikroben enthält, dann noch etwas Mikroben, welche die mikrobielle Dichte erhöhen und die Fermentation beschleunigen, etwas vom Florganics-Dünger, welcher eine optimale Nährstoffquelle liefert und natürlich ein Löffel Melasse, welche ich zuerst in heißem Wasser auflöse. Melasse ist ein Nebenprodukt der Zuckerherstellung, in meinem Fall aus Zuckerrohr. Sie liefert sozusagen die Nahrung für die Mikroben. Komposttee sollte zwischen 18 und 36 Stunden brühen. In dieser Zeit können sich die Mikroben ernähren und vermehren. Sie brauchen jedoch ganz schön viel Sauerstoff. Wenn dieser nicht vorhanden ist, kann der Komposttee anaerob werden. Das heißt, dass bestimmte Fäulnisbakterien dominanter werden, welche der Pflanze schaden können. Um das zu verhindern, benutze ich einen Teichbelüfter. Mit seinen 200 Liter pro Stunde Leistung habe ich für meinen 10 Liter Eimer mehr als ausgesorgt. Wir befinden uns nun mitten in der Blüte. Der Stretch ist vorbei und das Bulking beginnt. Die Lemon Cherry trinkt seit dem Komposttee jeden zweiten Tag fast 2 Liter Wasser. Das Feuchtigkeitsmessgerät benutze ich mittlerweile nicht mehr, da es wegen der hohen Wurzeldichte einen falschen Wert anzeigt. Die Wurzeln kommen an den Sensor und vermitteln somit eine feuchte Umgebung, obwohl es gar nicht stimmt. Tag 23 der Blüte beginnt mit einer kleinen Entlaubung für bessere Belüftung. Da nun die Blüten dicker werden können, kann ich mir vorstellen, dass die kompakte Bonsai-Form leicht Schimmel bilden kann. Die LED habe ich auf 100% gestellt. Der ppfD-Wert liegt somit bei 800. Es ist zwar noch zu früh, um an die Ernte zu denken, dennoch wollte ich die Trichomentwicklung beobachten. Man sieht auf jeden Fall eine Ausbreitung von lila Farben, so wie es von der Genetik gewollt ist. Was gibt es Besseres, als einer gesunden Pflanze beim Wachsen zuzusehen? Es ist ein bisschen wie ein Dialog. Du gibst ihr Licht, Wasser, Aufmerksamkeit und die Pflanze antwortet mit neuen Blättern, kräftigeren Farben und irgendwann mit schönen Blüten. Ich finde, es hat wirklich etwas Magisches. Natürlich kann nicht immer alles perfekt laufen, sonst wäre es ja langweilig. Ein Blatt, das mal gelb wird, ein Tag, an dem die Erde zu trocken war oder ein neuer Trieb, der plötzlich auftaucht. Vielleicht ist es gerade dieses Unperfekte, das uns so sehr daran erinnert, dass wir Teil eines Prozesses sind, nicht die Kontrolleure. Der Magnesiummangel ist zwar weiter fortgeschritten, hält sich aber noch in Grenzen. Die Blüten sind schon etwas voluminöser geworden, daher besprühe ich die Blätter nicht weiter. Es wird eine relative Luftfeuchtigkeit von unter 55% für den Rest des Grows gehalten. Ab jetzt kann nämlich eine dauerhafte, relative Luftfeuchtigkeit von über 60% zu Schimmelbildung in den Blüten führen. Das sollte man in jedem Fall vermeiden, da man sonst die betroffenen Blütenstände entfernen oder sogar die komplette Pflanze direkt entsorgen müsste. Komposttee gieße ich gerne einmal pro Woche. Diesmal verteile ich noch ein letztes Mal etwas Mycorrhiza in die Erde. Ein letzter Boost für die Wurzeln. Danach sollte der Topf ganz gut durchwurzelt sein. Damit diese nicht von unerwünschten Trauermückenlarven angeknabbert werden, gebe ich erneut eine angemessene Menge vom Nematodenpulver dazu. Es bewirkt natürlich auch, dass sich die Anzahl an erwachsenen Trauermücken reduziert oder gar nicht erst vermehrt. Auch wenn diese bisher kaum zu sehen waren, möchte ich nicht, dass sie sich in den Blüten verfangen, dort absterben und ebenfalls potenzielles Risiko für Schimmelbildung sein könnten.
Alles, was ich in dieser Doku zeige, wurde im Rahmen der in meinem Land geltenden Gesetze durchgeführt. Dieses Video dient ausschließlich der Dokumentation und Unterhaltung. Ich möchte niemanden dazu ermutigen, irgendetwas davon nachzumachen. Informiert euch bitte immer über die gesetzlichen Regelungen in eurem eigenen Land und haltet euch daran. Natürlich ist es immer wieder schade, einen Teil seiner Ernte, in die man so viel Mühe, Liebe und Zeit reingesteckt hat, zu vernichten. Aber genau diese Konsequenz gehört dazu, wenn man verantwortungsvoll und gesetzestreu arbeitet. Wir als Cannabis-Community haben lange dafür gekämpft, überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, legal eigene Pflanzen anbauen zu dürfen. Gerade deshalb sollten wir die bestehenden Regeln respektieren und nicht ausreizen oder brechen. Nur so zeigen wir, dass wir verantwortungsvoll mit diesem Recht umgehen. Niemand weiß, wie sich die Gesetzeslage in Zukunft entwickeln wird, aber wer die Regeln missachtet, liefert am Ende nur Argumente dafür, sie wieder zu verschärfen. Ich plane, die Lemon Cherry für ein paar Tage auf eine Erhöhung zu stellen, damit sie einen ppfd von 900 abbekommt. Natürlich bin ich bei solchen plötzlichen Veränderungen immer etwas vorsichtig und schaue mir an, wie sie auf solche Umstellungen reagiert. Ich muss aber zugeben, dass ich mit den Pflanzen immer gerne herumexperimentiere, um zu schauen, wie weit man es treiben kann. Mal ist es mehr oder weniger Dünger, stärkeres oder schwächeres Licht, viel Training oder gar keins. Was ich aber sagen kann, ist, dass alle diese Experimente, diese Neugier, etwas Neues auszuprobieren, schließlich das ist, was es für mich ausmacht. Ich lerne mit jedem Mal etwas dazu, ob es schief geht oder doch tatsächlich so klappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Hat es diesmal nicht geklappt? Okay, dann gehe ich beim nächsten Mal etwas leichter dran. Das ist nur meine eigene Meinung, aber ich finde, dass ich mich gerade durch diese Neugier auf das nächste Projekt schon so freue, obwohl es nicht mal angefangen hat. Vor allem es zu dokumentieren und euch zu zeigen, freut mich am allermeisten. Tag 39 der Blüte klopft an der Tür und es ist kein weiter Weg mehr bis zur Ernte. Die Lemon Cherry hat es sich von den stabilen Umgebungsbedingungen und dem rechtzeitigen Gießen ziemlich gut gehen lassen. Sie hat tolle lila-rote Farben bekommen und riecht auffällig nach angereifter Zitrone. Mit viel Fantasie ist da vielleicht auch noch Kirsche dabei. Ich teste das immer gerne, indem ich ein Sugar Leaf mit den Fingern leicht andrücke. Wenn ich dann noch meine Finger aneinander reibe und gleichzeitig daran rieche, bekomme ich das volle Geruchserlebnis. Und immer wieder bin ich überrascht, wie gut Cannabis riechen kann. Trotz der dichten Blüten konnte ich bisher zum Glück keinen Schimmel feststellen. Wenn man die Lemon Cherry aus dem Zelt holt und beleuchtet, sieht man die Trichome am besten. Und wenn sie schon mal draußen steht, kontrolliere ich doch gleich den Fortschritt vom Reifeprozess der Trichome. Junge Trichome sind transparent, werden im Laufe der Blütephase trüb und irgendwann bernsteinfarben. Je mehr sie bernsteinfarben werden, desto eher wirken sie bei der Einnahme sedierend auf den menschlichen Körper. Für mich zählt am Ende das Gesamtbild. Ich kontrolliere die Trichome von Kopf bis Fuß und von oben und unten. Ich finde, ein paar Tage darf sie noch stehen bleiben. Den Gartendraht fürs LST habe ich mittlerweile abgenommen, da die Triebe von alleine in dieser Form bleiben. Die Lemon Cherry darf heute ihre letzten Sonnenstrahlen genießen. Sie hat die letzten 2 Tage kein Wasser mehr bekommen. Damit besitzen die Blüten weniger Feuchtigkeit und sind meiner Meinung nach besser für die Trocknung vorbereitet. Ich habe keine Dunkelphase vor der Ernte eingeleitet, da diese Methode anhand meiner Erfahrungen kein spürbar besseres Ergebnis gibt, geschweige denn mehr Ertrag. Nach 42 Tagen Blütezeit und insgesamt 61 Tagen vom Samen bis zur Ernte haben sich die Blüten gut und sehr schnell entwickelt. Die Lemon Cherry gehört somit zwar zur kleinsten, aber am schnellst wachsenden Cannabispflanze, die ich jemals angebaut habe. Sie wurde zum Ende hin 18 cm vom Topfrand hoch und hat zumindest den Topf komplett ausgefüllt. Ich werde das Trockengewicht und mein Fazit am Ende des Videos preisgeben. Schreibt auch gerne in die Kommentare, mit wie viel Gramm Trockengewicht ihr anhand der Aufnahmen gerechnet hättet. Das würde mich sehr interessieren. Und nun viel Spaß mit den Makroaufnahmen der Blüten. Oh, that's hot. That's hot.
Für die Trocknung habe ich die Segelblätter größtenteils entfernt, vor allem bei dichteren Blüten. Ich habe ein Netz über meinen neuen Topf gezogen, worauf die Blüten gelegt werden können und somit guten Kontakt mit der Luft haben. Ich stelle den Umluftventilator auf die kleinste Stufe und richte ihn indirekt auf die Blüten, damit die Luft zirkuliert und keine Hotspots für Schimmel entstehen können. Außerdem stelle ich noch einen Luftbefeuchter dazu, der die relative Luftfeuchtigkeit bei stabilen 58% hält. Am 6. Trocknungstag ist mir der Luftbefeuchter über die Nacht leer gegangen. Somit lag die relative Luftfeuchtigkeit knapp 12 Stunden lang bei ungefähr 48%. Die Blüten sind dadurch etwas schneller trocken geworden. Einen Tag konnten sie aber noch bei 60% relativer Luftfeuchtigkeit liegen bleiben. Am 7. Tag waren die Blüten trocken genug. Das konnte ich an der Festigkeit der Blüten und daran, wie gut sich die Triebe, die direkten Kontakt zur Luft hatten, biegen lassen, feststellen. Für diesen Grow habe ich mir ein Trimbin zugelegt, um herauszufinden, ob sich das Sammeln von Keef lohnt. Es gibt bei der Lemon Cherry Cookies zwar nur wenig Trimreste, aber ich wollte es trotzdem mal ausprobieren. Der Trimbin allein hat sich durch die Bauform bezahlt gemacht. Es hat mir dadurch das Trim deutlich erleichtert. Etwas an Keef konnte ich tatsächlich sammeln. Ich muss aber sagen, dass ich das bisschen Verschnitt, was übrig war, eine Weile in das Gitter einmassieren musste. Dadurch ist auch etwas vom Pflanzenmaterial durchgekommen, was die grünlichere Farbe aussagt. Um die Werte der Blüten auszulesen, bin ich zu meinem Local Hedgehop gegangen. Gemessen wurde mit dem Purple Pro Messgerät. Dieser misst die Daten mit einer Nahinfrarot-Technologie und kann somit maximal plus minus 1,89% THC daneben liegen, was für mich völlig ausreicht. Mit einer Restfeuchtigkeit von ungefähr 10% sind die Blüten optimal für eine Lagerung vorbereitet. Höher als 15% sollte es nicht liegen. 20% THC ist ein sehr guter Wert für eine starke Wirkung. Für meinen Fall sogar etwas zu viel, aber das ist natürlich nur Geschmackssache. Abgesehen von dem Magnesiummangel und dem allgemeinen kleinen Phänotypen hat mich die Lemon Cherry Cookies positiv überrascht. Ihr Geruch blieb stark auf zitroniger Seite mit einem Hauch an Kirsche und etwas Süße. Geschmacklich hat es mich tatsächlich nicht überzeugt. Ich habe mir etwas mehr vom Kirschgeschmack gewünscht. Die Terpene waren dennoch sehr potent beim Zerkleinern. Sie war sehr leicht anzubauen und eignet sich optimal für leichten Stress wie LST. Mit ihrem kompakten Phänotyp ist sie perfekt geeignet für die SOG-Technik. Zusammenfassend kann ich der Lemon Cherry Cookies eine 6,5 von 10 geben. Sie anzubauen hat mir wirklich Spaß gemacht und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Das Trockengewicht liegt bei fast 75 Gramm. Das hat mich wirklich überrascht. Aber als ich einen Trieb nach dem anderen abgeschnitten habe, konnte ich erst sehen, wie viel mehr Volumen im Inneren gesteckt hat. Wie schon erwähnt, handelt es sich hierbei um legalen Cannabisanbau. Wir sind ein 2-Personen-Haushalt und dürfen somit laut den aktuellen gesetzlichen Regelungen bis zu 100 Gramm trockene Blüten Cannabis besitzen. Informiert euch bitte immer über die gesetzlichen Regelungen in eurem eigenen Land. Eine Dokumentation wie diese nimmt Monate an Zeit und Energie in Anspruch. Viele von euch wissen, dass YouTube sehr strenge Regeln für Cannabis-Content hat und deshalb solche Videos fast gar nicht empfohlen werden. Falls euch das Video gefallen hat und ihr mehr solchen Content sehen wollt, würde ich mich sehr über einen Like oder einen Kommentar freuen. Jegliche Kritik ist genauso erwünscht. Und falls ihr mich noch mehr unterstützen wollt, dann dürft ihr das Video gerne mit eurem Besten teilen. Macht euch gefasst auf informative Dokus und noch mehr Cannabis-Content. Ich wünsche euch das Beste. Peace out.